So Leute, heute ein ganz kurzes, nachgelegtes Video. Und zwar war die Frage gewesen, ich habe da mit diesen CBN-Steinen, mit denen ich geschliffen habe, überkandidelt sozusagen. Also sprich, das war mit Kanonen auf Spatzen schießen. Richtig, ja. So ein Messer, was ich gestern geschliffen habe, das war ein Gießer Fleischermesser. Das bekomme ich selbstverständlich auch mit Siliziumkarbidsteinen oder mit Bornitritsteinen hin. Worum es mir geht, ist eigentlich, ich würde gerne CBN-Steine einsetzen aus dem Grund, dass ich einfach nie mehr abrichten muss. Und dann wurde ich gefragt, ja, diese CBN-Steine, gehen die denn halt auch bei härteren Materialien oder ist das nur jetzt bei so einem Fleischermesser möglich und wie auch immer. Und dazu muss ich sagen, ich lege da einfach mal, Moment, ich muss da mal kurz was gucken, ich lege da einfach mal ganz kurz einen Test nach. Ich mache das relativ kurz. So, ich habe hier ein Edenkanzo-Messer, das hat eine Rockwell-Härte von 63. Das ist auch geschliffen, beziehungsweise war geschliffen. Ich habe zwar ein paar Mal schon damit geschnitten, aber wir schauen uns mal an, was das momentan für ein Biss hat. Ja, wie gesagt, ein paar Mal hatte ich schon geschnitten damit. Das hat 145. So, das ist natürlich schon sehr scharf. Was ich jetzt mache, und das bitte alle, die Messer lieben, dann mal wieder kurz beiseite schauen, weil ich sage immer, alles im Dienste der Wissenschaft. Es tut mir selbst in der Seele weh, aber das muss einfach sein, um hier klare Verhältnisse zu schaffen. Wo habe ich denn meinen Stone Grey da? Bin ich jetzt blind oder was? Den hatte ich doch hier irgendwo hingelegt gehabt. Ah, da drüben liegt er. So, jetzt gehen wir hier mal wieder drüber. Also ich denke mal, das sollte eigentlich schon reichen. Und dann gehen wir hier jetzt nochmal über. Halt, ich mache es erst sauber, dass nichts verfälscht wird. Vorsichtig sein dabei, weil so ein Messer kann wirklich höllisch scharf sein. So, jetzt gehen wir da mal drauf, was wir jetzt haben. Ist ähnlich wie gestern. 855. Das dürfte eine gute Ausgangsposition sein für den Test mit dem Schleifen. So, was ich jetzt schon gemacht habe, dass ihr da nicht so lange warten müsst. Ich habe hier, ups, das muss ich mal noch festmachen. So, ich habe hier das schon eingestellt auf die Gradzahl. Das Messer ist geschliffen mit 13 Grad. Warte mal, ich muss hier mal das Kabelchen ein bisschen wegmachen. Das Messer war vorgeschliffen mit 13 Grad und so werde ich das jetzt auch nachschleifen. Ich lege also jetzt nicht eine neue Schneide an oder sonst was. Aber ich will einfach wieder eine gesunde Schärfe reinbringen. Und mein Test von gestern hat mir ja gezeigt, also Sinn machen wird vermutlich 400er, 800er, 1200er und dann über mein Streichleder. Das sollte reichen und das werde ich jetzt ausprobieren. Weil ich besitze keine solche Steine, die jetzt 6000 oder 8000 oder 10.000 Grit haben, beziehungsweise Japansteine. Von daher gesehen muss ich mir mit dem jetzt mal kurz behelfen, was ich habe. Okay, ich lege dann einfach mal los und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wie immer ein bisschen nass machen und dann einfach mal loslegen. Warte, ich muss noch die Ausladung einstellen. Ja, das geht mal ein bisschen zu weit rein. Da drehe ich noch ein bisschen nach. Ich kann hier ja einstellen, wie weit das da reingeht. So, so würde ich sagen, wäre es ganz gut, glaube ich. So, und jetzt legen wir einfach mal los. Ich gehe wieder in jede Richtung 3-mal vor und zurück. Und danach wechsle ich die Seite. Mehr mache ich nicht. Und ich gebe zu bedenken, wir haben hier ein Messer mit einer 63er Rockwell-Härte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mit Steinen da nicht 3-mal, sondern 30-mal drüber gehe. Aber jetzt schauen wir es uns einfach mal an. So,
Das war es dann vermutlich mit dem 400er. Und dann wechseln wir mal auf das 800er. So, jetzt hatte ich das gerade so rum oder so rum? Ne, ich glaube, halt, stopp, so rum hatte ich angefangen vorher. So, Messer wieder ein bisschen gerade ausrichten, beziehungsweise da muss ich jetzt das ein bisschen nach unten machen. So, so, fein dran gehen mit dem Anschlag. Ich hätte das auch in die Klammern reinmachen können, dann hätte ich diese Einstellerei weg gehabt, aber ich muss ehrlich sagen, mir ist das Magnet eigentlich immer lieber, aber ja, jeder wie er mag. So, das war der 400er. Einsprühen tue ich ihn jetzt mal ein bisschen außerhalb. So, so, das ist er. Und die werden ja auch ganz normal eingespannt, wie alle anderen auch. Okay, dann gehen wir jetzt mit dem 800er drüber. So, das war der 800er. Und jetzt kommt last but not least noch der 1000er. So Leute, jetzt haben wir es gleich. Das soll es dann jetzt gewesen sein. Also Messer stumpf gemacht. Dann jetzt mit einem 400er, einem 800er und einem 1000er CBN-Stein da drüber. Und jetzt schauen wir uns mal an, was dabei rumkommt. Ich mache hier kurz wieder ein bisschen Platz, melde mich dann gleich. Okay. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt an dem Messer noch gar nichts gemacht. Ich habe jetzt einzig und allein, ich habe es sauber gemacht. Übrigens, auch hier haben wir wieder, das sieht man jetzt wahrscheinlich auf die Entfernung nicht, eine bolzgerade, super geile Schneide. Das Ding ist wirklich toll. Vielleicht mache ich noch ein Bild hinten dran oder so. Muss mal gucken, gleich mit dem Handy ein Bild machen. Also die Schneide sieht wirklich wie geleckt aus. So, jetzt habe ich noch kein Leder gemacht, gar nichts. Ich bin jetzt einfach von dem 1200er Stein runtergekommen. Und nur mit dem Stein jetzt, also sprich 400, 800, 1200, ein 210er Bestwert, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt einfach mal über mein Streichleder wieder drüber gehen, so wie gestern auch. Gerade ein paar Züge. Ich schneide jetzt auch extra mal nicht dazwischen, dass ihr nicht denkt, ich mache da irgendeinen Fake oder sowas, weil das wollen wir nicht. So, und jetzt schalte ich das erstmal kurz ab und hole mal meinen lieben Onkel wieder, den ich von gestern hier habe. So, und jetzt gehe ich einfach hier mal ganz locker drüber. Ohne Druck, einfach so entlang ziehen und das gleiche in diese Richtung. Ich hoffe, dass ich einigermaßen den Winkel halten kann. Da gibt es bestimmt Leute, die können das viel besser wie ich. Ich bin ehrlich, normalerweise gehe ich überhaupt nicht über so ein Streichleder, weil ich habe ja meine Tormek und da gehe ich zum Entgraten, gehe ich generell über mein Rockhard Filzrad. Und wenn ich da praktisch ein halbes Grad bis 1 Grad mehr einstelle, als den Winkel, den ich normalerweise schleife, dann habe ich immer eine perfekt entgratete Schneide, so dass es mir immer vollkommen ausreicht. So, ich glaube, das soll es gewesen sein. Noch einmal hier. So. So. Und jetzt schauen wir mal, ob das irgendwie besser geworden ist. Tara drücken und dann gehen wir hin, legen das schön hier rein.
Ja, meckern kann man da nicht. So, was ich jetzt mache, dazu schalte ich euch aber kurz ab. Ich habe ja noch dieses Känguru-Hängeleder. Da gehe ich jetzt mal noch kurz drüber und dann messe ich nochmal. So, jetzt bin ich über mein Känguru-Leder kurz drüber gegangen. Einfach vielleicht so 6, 7 Züge vor und zurück. Und wo ist meine Klammer? Wo ist meine Klammer? Da ist meine Klammer. Und ich erwarte eigentlich jetzt einen guten Wert. Ich bitte aber zu bedenken, ich habe jetzt überhaupt keinen Abziehstein oder sonst was genommen, sondern wirklich nur diese 3 Steine. Man muss natürlich fairerweise auch sagen, die Schneide war jetzt nicht schlecht, die war nur stumpf. Das heißt, ich habe keine neue Schneide anlegen müssen oder sowas. Allerdings, wenn ich das Ganze rausbringen sollte, diese CBN-Steine, dann wird es da ein Set geben, das bei 100 anfängt, einfach für Schneiden reparieren, neue Schneiden anlegen, über 250 geht, zum einfach Aufarbeiten von nicht mehr so schönen Schneiden. Dann kommt nach dem 250er kommt, glaube ich, dann ein 400er, ein 800er und ein 1200er. Also das müsste schon passen. So, jetzt schauen wir mal, was wir gekonnt haben. Ob das Leder jetzt wirklich was gebracht hat. Das würde mich jetzt interessieren. Ja, ohne Abziehen, ohne alles, nur die 3 Steine und das Leder. Leute, damit kann ich absolut leben. Und ich bin ja auch nur 3-mal in jede Richtung drüber. Ja, das darf man auch nicht vergessen.